Einer der berühmtesten Hellseher der Welt, Edgar Cayce, sagte voraus, dass der russische Präsident Wladimir Putin eine Kraft des Lichts sein würde, um den Dritten Weltkrieg inmitten der globalen Turbulenzen, die wir heute sehen, zu verhindern. Seine Vorhersagen wurden vor über 80 Jahren in einer Reihe von World Affairs Ratings über die Zukunft der Weltfinanzen, die Weltführung, die kollektive Spiritualität und die wichtige Rolle, die Russland und Wladimir Putin auf der Weltbühne spielen würden, gemacht. Cayce bezeichnete Putin als den Dorn im Auge der Finanzmächte, die versuchen würden, sich in einer Welt nach dem Zweiten Weltkrieg gegen das Wohl der Menschheit zu organisieren. Als Cayce 1932 nach politischen und wirtschaftlichen Trends in Europa gefragt wurde, konzentrierte er sich auf Russland. Europa ist wie ein zerbrochenes Haus. Vor einigen Jahren gab es die Erfahrung, dass ein mächtiges Volk zur Befriedigung und zugunsten einiger weniger außer Kraft gesetzt wurde, ungeachtet des Rechts eines anderen Menschen. Dass Völker die Erfahrung machen, wiedergeboren zu werden, und vielen politischen und finanziellen Nationen in Europa, in der Welt, ein Dorn im Auge ist. Frage: Wie wird der Name dieser Nation bezeichnet? Antwort: Russland. Quelle: 3976-8. 70 Jahre nach der Niederlage der Achsenmächte wurde Russland wiedergeboren, aber der Rest der Welt steht jetzt weitgehend unter dem Daumen des westlichen globalistischen Bankenkartells. Dieses Kartell ist organisiert als der IWF, Internationaler Währungsfonds, die Weltbank, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich und das globale Netzwerk von Zentralbanken, Reservebanken, Entwicklungsbanken und Investmentbanken, die die gewählten Regierungen der Welt in ständiger Zwangsverwaltung und die Menschen der Welt in Knechtschaft halten, mathematisch unmöglich, Schulden zu bezahlen. Gegenwart am Rande des Messers. 2013 versuchten die USA unter offensichtlich falschen Vorwänden in Syrien einzumarschieren. Putin verhinderte eine Beteiligung der USA, indem er drohte, militärisch in einen Konflikt einzugreifen, der zu dieser Zeit noch nicht auf die schrecklichen Bedingungen übergegangen war, die wir heute sehen. Mit der vorsätzlichen Zerstörung der Ukraine durch das von George Soros finanzierte Destabilisierungsteam der Farbrevolution und den Fortschritten des IWF zur Schuldeneroberung der Ukraine mit zig Milliarden Dollar an erzwungenen Entwicklungskrediten hat sich Putins Russland als die einzige Kraft herauskristallisiert, die in der Lage ist, den globalen Fortschritt der Bankenkabale zu kontrollieren, und weigert sich, zuzulassen, dass die Ukraine und die Krim in die Hände westlich unterstützter Kräfte fallen. Das große Schachbrett des Nahen Ostens steht in Flammen, und die Welt steht auf Messerschneide, gefangen zwischen der serialen Möglichkeit einer Eskalation zum Dritten Weltkrieg und der scheinbar fernen Hoffnung, dass die Führer der Welt plötzlich Vernunft finden und die Situation deeskalieren. Cayce sprach von Russlands Rolle als Hoffnung der Welt in einer kommenden Zeit wie dieser. Zitat: In Russland kommt die Hoffnung der Welt, nicht wie die manchmal kommunistische oder bolschewistische genannt wird, nein, sondern Freiheit. Freiheit. Dass jeder Mensch für seine Mitmenschen leben wird. Das Prinzip war geboren. Es wird Jahre dauern, bis es kristallisiert ist, aber aus Russland kommt wieder die Hoffnung der Welt. Quelle: Edgar Cayce, 1944, Nummer 3976-29. Da die Ereignisse in Syrien und im Irak für die Menschen in der Region komplizierter und verheerender geworden sind, hat der Islamische Staat, ISIS, eine Kampagne des Schocks und der Ehrfurcht geführt und blutigen Terror gegen Christen, Syrer, Kurden, gemäßigte Muslime, Schiiten und alle dazwischen ausgeübt. ISIS wird, wie anscheinend jeder weiß, von den USA und Israel finanziert und mit Waffen versorgt, um das Assad-Regime in Syrien indirekt zu stürzen. Während die USA und ihre Verbündeten so tun, als seien sie nicht für ISIS verantwortlich und handeln, als wären sie machtlos, ISIS zu stoppen, hat Putin der Welt ruhig und unmissverständlich die Wahrheit über die Unterstützung des Westens für ISIS und die anderen Söldnerfraktionen gesagt, die Syrien vollständig zerstört haben, bereits Hunderttausende von Menschen getötet haben, wenn nicht Millionen, und Europa die konstruierte Flüchtlingskrise aufgezwungen und die Krise jetzt auf Mazedonien ausgeweitet. Kapitel: Die spirituelle Entwicklung und Führung Russlands. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg scheint Cayce die Notwendigkeit vorausgesehen zu haben, dass sich Russland in irgendeiner Weise spirituell entwickeln muss, damit es sich gegen die verfallenen moralischen Werte des kapitalistischen Westens erheben und seine Rolle als große Hoffnung der Welt spielen kann. Cayce wurde gefragt, wie sollte die Haltung der sogenannten kapitalistischen Nationen gegenüber Russland sein? Zitat: Auf Russlands religiöse Entwicklung wird die größere Hoffnung der Welt kommen. Dann kann es dem einen oder der Gruppe, die in ihren Beziehungen enger ist,
bei den allmählichen Veränderungen und der endgültigen Regelung der Bedingungen für die Herrschaft der Welt umso besser ergehen. Quelle: 3976-10. 6 Monate später wurden zusätzliche Informationen vorgelegt, die dazu beitrugen, diese frühere Vorhersage zu klären. Zitat aus Russland: Seht ihr, kann das kommen, was die Grundlage eines weltweiten religiösen Gedankens oder Trends sein könnte. Quelle: 3976-12. Als Julien Kause im Juni 1938 nach der russischen Situation fragte, wurde ihm gesagt: Zitat: Ein neues Verständnis hat und wird zu einem unruhigen Volk kommen. Hier, wegen des Jochs der Unterdrückung, wegen der Selbstnachsicht, ist ein anderes Extrem entstanden. Nur wenn es Redefreiheit gibt, das Recht, nach dem Diktat des Gewissens zu beten, bis diese zustande kommen, werden noch Unruhen in uns sein. Quelle: 3976-19. Im Wesentlichen scheint Kause sich auf Russland nach den Prozessen unter sowjetischer Herrschaft und dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu beziehen, sowie auf die Notwendigkeit, dass die Welt zu humanistischen Werten zurückkehrt, um sich von der Unterdrückung der zionistischen Kartelle zu befreien, die sich seit Jahrhunderten gegen die Menschheit organisieren. Kause sagt, dass in dieser Zeit eine Art dringend benötigte spirituelle Führung von Russland kommen wird, eine Art Haltung, die es ermöglichen wird, dass ein Übergang dieses Kalibers stattfindet, ohne die garantierte Zerstörung eines dritten Weltkriegs erleben zu müssen. Putin ist bestenfalls kein Heiliger, und das Potenzial für Täuschung durch eine nationalistische Organisation wird nicht unterschätzt, aber in einer Umfrage unter den Hauptakteuren auf dem Feld, wenn die Menschheit derzeit auf einer messerscharfen Messerkante schwankt, scheint Putin etwas auf den Tisch zu bringen, das andere Weltführer nicht ausüben. Gesunder Menschenverstand. Und wie würde spirituelle Führung in einer Welt aussehen, die sowieso verrückt geworden ist? Zunächst erscheint es als gesunder Menschenverstand. Natürlich. Zitat: Aristoteles geht sogar so weit zu sagen, dass der gesunde Menschenverstand der Ursprung des Bewusstseins ist. Wenn es einer Gesellschaft an gesundem Menschenverstand mangelt und es wenig bis gar kein Gewissen, Moral, Empathie, Bewusstsein, Kreativität, Geschmack, Urteilsvermögen oder Liebe gibt, wie schlägt man dann vor, eine solche Bevölkerung zu regieren? Putins Aktionen in Syrien sind unter den verfügbaren Optionen am vernünftigsten. Bereits hat er wahrscheinlich die Invasion der Türkei in Syrien verhindert, Präsident Erdogan an der Grenze kontrolliert und die Operationen des IS schwer gestört. Beide sind Siege für die Sache des gesunden Menschenverstandes in einer Arena des Verrats. Wusste Kause irgendwie, dass Russland die Kluft zwischen spiritueller Führung und der garantierten Zerstörung des Dritten Weltkriegs, die vom Westen konstruiert wird, überwinden würde? Putin sprach kürzlich auf einem Gipfel über den aktuellen Stand der Beziehungen zwischen den USA und Russland in Bezug auf Amerika. Zitat: Du musst dich über den endlosen Wunsch erheben, zu dominieren. Sie müssen aufhören, aus imperialistischen Ambitionen heraus zu handeln. Vergiften Sie nicht den Geist von Millionen von Menschen, als gäbe es keinen anderen Weg als imperialistische Politik. Putin lenkt unsere Aufmerksamkeit auf den 800-Pfund-Gorilla im Raum, über den sonst niemand zu sprechen scheint. Amerika und der Westen haben keine moralische Überlegenheit mehr in der Welt. Kause machte auch Kommentare über Amerikas zukünftigen moralischen Verfall. In der letzten Lesung von World Affairs am 22. Juni 1944, weniger als 6 Monate vor Eggers Tod, spricht er den Geist und die Sünde Amerikas an. Zitat: Was ist der Geist Amerikas? Die meisten Menschen rühmen sich stolz Freiheit. Freiheit von was? Wenn ihr die Herzen und den Verstand der Menschen durch verschiedene Wege und Manieren bindet, gibt es ihnen dann Redefreiheit? Religionsfreiheit? Freiheit von Mangel? Punkt. Bei der Anwendung dieser Prinzipien kann sich Amerika rühmen, aber dieses Prinzip wird vergessen. Und das ist die Sünde Amerikas. Quellen: 3976-29, Lesung 3975-15, gegeben am Januar. Fazit: Hat Kause Putins einmischende Rolle in den Plan der westlichen Kabalen vorausgesehen, die Welt durch finanzielle Vorherrschaft, politische Destabilisierung und einen ganzen Weltkrieg zu überholen, um aus dem Chaos Ordnung zu schaffen? Kause sagte auch die Möglichkeit eines dritten Weltkriegs voraus. In Libyen und in Ägypten, in Ankara und in Syrien, durch die Meerengen um diese Gebiete oberhalb des Persischen Golfs,